WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich bin in Wuppertal bei der 3. Deutsche Whisky Messe. Allerdings, du kommst nicht aus Deutschland, oder? Nein, wir sind aus Belgien. Wir sind dieses Jahr Gastland und wie gesagt, sind Belgiens älteste Brennerei. Zum ersten Mal, wahrscheinlich auch vorerst mal zum letzten Mal hier. Aber wir haben dieses Jahr eigentlich auch zeigen können, dass man in Belgien auch Whisky machen kann. Super. Also wenn man hier schaut, heißt das denn Lambertus? Was heißt das? Also mein Großvater hieß Lambert und ich habe den Namen natürlich so aufgegriffen, weil ich ihm viel zu verdanken habe. Er war eine wichtige Person in den 5 Generationen der Brennerei. Meine Tochter ist ja auch mittlerweile mit eingestiegen. Wow. Das sind die 6. Generation. Ich sagte es eben, älteste Brennerei Belgiens, 1836 gegründet und seit den 90ern mit Whisky beschäftigt. Okay, wow, ein bisschen länger als in Deutschland. Die meisten haben 2000 etwas hier angefangen. Was hat euch dazu bewogen, das denn zu machen? Wir haben damals zusammen mit Etienne Bouillon, der natürlich in dem Bereich Whisky auch eine nicht ganz unbekannte Person ist. Genau, Owl Distillery, Belgian Owl. Genau, in Lüttich haben wir zusammen mit dem Projekt angefangen, uns sehr stark damit ausgetauscht. Er hat nun mal den Weg fahren wollen, eine belgische Kopie von einem schottischen Whisky herzustellen. Wir haben im Gegensatz dazu lieber belgische Traditionen aufgegriffen, die mit der Bierwelt zu tun haben. Das heißt, das Getreide eigentlich mehr basierend auf Bierrezeptoren aufgesonnen. Super. Also er hat sogar schottische Brennblasen gekauft. Wo habt ihr eure Brennblasen denn her? Wir haben eine deutsche Brennanlage, Jakob Karl, eine Hightech-Anlage. Wir haben eine Kolonnenbrennerei. Ja. Köthe oder Holstein? Nee, auch nicht, keiner von beiden. Weder noch. Jakob Karl. Ja, okay, Jakob. Okay. Entschuldigung, Nummer 3 habe ich vergessen. Ja, es gibt 4 und 5 und 6 auch bestimmt. Wir sind sehr zufrieden, eine sehr moderne Anlage. Seit jeher eine Getreidebrennerei bei uns in Belgien. Wie ich eben schon sagte, seit einigen Jahren mit Whisky beschäftigt, was aber auch einen kleinen Teil meiner Firma ausmacht. Wir produzieren ungefähr 1,1 Millionen Flaschen, davon 25.000 bis 30.000 Flaschen Whisky. Ja. Also haben wir hier eigentlich mehr eine Leidenschaft, die wir produzieren, als wirklich marktnotwendige Produkte. Super, das ist ein Single Cask, was du jetzt in der Hand hast. Eine sehr schöne Sache, das ist Grain. Ihr habt Malt und Grain, nehme ich stark an. Wir haben beides. Wir haben Single Grain, wir haben auch damit angefangen, weil wir, wie gesagt, nicht nur rein Gerstenmalz verwendet haben, sondern auch die Getreidesorten wie Weizen und Roggen, was in der belgischen Bierlandschaft für üblich war, in ganz Europa übrigens. Und sind natürlich vor einigen Jahren dann mit unserem Single Malt auf den Markt gekommen. Die Besonderheit ist, dass wir das in Tequila-Fässern reifen. Oh, genau. Das haben Leute jetzt langsam in Schottland auch dürfen. Ja. Und auch in Irland hat J.J. Corey das auch einmal gemacht mit ihr The Battalion. Sehr, sehr schön. Das heißt, ihr habt schon ein bisschen länger das gemacht. Das wusste ich nicht. Toll. Wir sind schon länger damit beschäftigt. Und wie du eben gesehen hast, die nächste Generation ist auch schon da. Ja, ja. Und ich schätze mal, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auch noch ein bisschen Geschichte schreiben. Hoffentlich eine gute. Wo kann man euch finden? Online? Man findet uns online, man findet uns in einigen Ländern auch über unseren Importeuren. Wir versuchen uns natürlich auch ein bisschen bekannt zu machen, nicht nur in Deutschland, auch andere europäische Länder oder Überseeländer. Wir sind natürlich bei den Mengen eher ein Nischenprodukt. Man findet uns viel, viel schneller bei dem Gin als bei dem Whisky. Aber wie gesagt, wir sind auch schon zufrieden, wenn man es überhaupt findet. Ne? Super, ja genau, das stimmt. Was kostet so eine Flasche Single Cask bei euch? Eine Flasche für Single Cask musst du rechnen zwischen 40 und 50 Euro so in dem Dreh. Genau. Bis 60 Euro ist es normal, das ist eine 0,7 Liter Flasche. Sehr schön. Auch eure Farben sehe ich da unten, nicht wahr? Wir fördern Belgien. Wir sind auch sehr stolz, belgisch zu sein. Man hat eine tolle Nationalmannschaft, Fußball. Wir haben Schokolade, wir haben Pommes frites. Pommes frites, ja genau. Wir haben noch Whisky. Super, das freut mich. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners gemeinsam mit Bernhard. Super, vielen Dank, tschüss. Bye bye. Ja, genau.